Hallo zusammen. Heute geht es mal um solch eine Wörteruhr. Ich habe das hier bei World entdeckt und habe gedacht, naja, druck's einfach mal aus, schau mal, wie das Ding geht. Und dass das richtig Spaß gemacht hat, weil es nämlich nur ein paar wichtige Komponenten beinhaltet, wie ein ESP32, Realtime Clock und 114 solcher LEDs, die man hier wunderbar auseinanderschneiden kann. Das will ich zeigen in diesem Tutorial so wegen, und wer Lust hat, das nachzubauen, der möge bitte dranbleiben. So, diesmal fange ich an mit dem zusammengebauten Bauteil. Hier sieht man jetzt also, dass, wenn ich das Ding jetzt so aufmache, dass es recht aufgeräumt da drin aussieht, denn hier drin ist nur der ESP32, einmal der Realtime Clock, falls also der Strom ausfällt, damit er quasi weiterhin die Uhrzeit behält. Und hier drunter sind eben diese 114 LED-Streifen, die eigentlich so auf 2, 3, 5 Meter Rollen hier gekauft werden können. Und die wiederum werden LED für LED quasi einzeln ansprechbar sein. Man kann, wenn man das von dieser Seite aus ansteuert, das Ganze wie so eine Art Zähler hochzählen lassen. Deswegen sind hier auch so kleine Pfeile nach oben zu sehen, damit das Ganze sozusagen in Kette hier angebracht wird. Und wenn man das Ganze hier eben auf diesen ausgedruckten Bauteil draufbringt, dann muss man hier 11 von diesen LEDs einmal in Reihe bringen. Und damit das Ganze alles wie eine Kette zusammenhängt, muss man darauf achten, dass hier sind so kleine Pfeile drauf, dass das Ganze quasi einmal hier angesteuert wird. Dann wird das hier auf der Seite verlötet. Das zeige ich gleich nochmal, damit das so als eine lange Kette sozusagen zusammenbleibt, damit also der Mikrocontroller das Ganze zählen kann, wie von 1 bis 114, und dementsprechend kann er alle einzeln diese LEDs ansprechen. Und das ist das Schöne dabei so wegen, dass man, wenn man das auf Rolle kauft so wegen, dass die also schneidbar sind, also quasi kann man mit der Schere einfach hingehen. Hier gibt's so eine quasi vorgefertigte Stelle, wo man schneiden darf. Und wenn man das Ganze abschneidet, dann sieht man wieder hier die 3 Kontakte, und ab da kann man letztendlich das Ganze dann verwenden. Das ist so ein Reststück so wegen, also nicht irritieren lassen. Hier kommt gleich der Strom und der Abgriff für den ESP32 dran, während das natürlich ein Endstück ist, so wegen, was jetzt bei mir jetzt erstmal übrig geblieben ist. Deswegen kann ich das zum Vorzeigen verwenden. Weitere Bauteile, die man dann quasi über diesen 3D-Druck ausdrucken kann, ist zum Beispiel die Frontplatte. Wenn ich das also jetzt quasi mal so zeige, dann sieht man, dass es also tatsächlich von hinten einmal die einzelnen Buchstaben alle durchscheinbar sind. Und wenn ich das Ganze jetzt mal von der anderen Seite zeige, sieht man dann, die alle einzelnen LEDs draus sind. Dann haben die jeder für sich ein Fach, das dann da zum Leuchten kommt. Und damit das Ganze nachher dann auch geschlossen wird, muss jetzt hier einfach noch so ein Deckel dann zum Schluss drauf. Und dieser Deckel wird halt mit 4 solcher kleinen Blechschrauben zugeschraubt. Und dann ist das Ding eigentlich schon mal im Groben erklärt. Ja, wer schon mal von meinen Tutorials quasi was nachgebaut hat, weiß, dass bei mir die über 200 Tutorials alle auf meinen Webseiten versucht werden, so zu beschreiben, dass man sie hoffentlich recht einfach nachbauen kann. Kann hier also bei diesem Projekt sehen, was für Komponenten ich verwendet habe. Und die 3D-Druckteile können dann hier einmal von dem Hersteller beziehungsweise von dem Designer Mirko oder Mirk Null, wie er sich hier bezeichnet, auf jeden Fall heruntergeladen werden in 2 verschiedenen Größen. Und was man auf jeden Fall sagen muss, dass das Ganze hier auch in mehreren Sprachen möglich ist. Bei mir wurde das Ganze auf einem 3D-Drucker gedruckt, der halt mehrere Filamente gleichzeitig drucken kann. Dementsprechend habe ich jetzt, was jetzt hier in Blau zu sehen ist, in transparent und den Rest in schwarz gedruckt. Ich denke mal, die einen oder anderen Tüftler sind auch in der Lage, mit Einfarben 3D-Drucker, sagen wir mal, eine transparente Grundplatte, also ein oder 2 Schichten zu drucken und da drauf halt diese schwarze Form. Auf jeden Fall kommt man dann zu dem Gehäuse, das dann wie folgt erstmal gedruckt werden musste.
So, kommen wir zum Löten. Wie schon gesagt, diese LED-Streifen werden auch als, WS2812B sozusagen verkauft oder Neopixel, haben, je nachdem, wie nah die aufeinander gereiht sind, halt mehr oder weniger Platz dazwischen, ne? Also, man kann, wenn man jetzt das hier nachbauen möchte, auf jeden Fall drauf achten, dass hier von LED zu LED 12 mm Abstand ist. Das ist jetzt bei mir hier auf der Rolle der Anfang gewesen und da kann man wunderbar, das Ganze mit einem Stecker mit dem ESP32 verknüpfen. Da haben wir jetzt endlich hier einmal die Buchse und einmal den Stecker und so kann man das Ganze dann auch beim Zusammenbauen modular dann verwenden. Das Ganze wird jetzt, wenn man's hier so sieht, quasi dann, wie vorhin kurz angesprochen, einmal in Reihe, gebracht. Wenn das Ganze hier sieht, also einmal müssen wir darauf achten, dass die Pfeile einmal jetzt hier in die Richtung zeigen, dann werden die verlötet, werden dann in diese Richtung weitergebracht, verlötet und so weiter und so weiter, dass das Ganze in einer Kette ist und dass die letzten 4 sozusagen hier den Endpunkt bilden. Was man jetzt noch wissen muss, dass diese LED-Streifen auf der Rückseite eine Art Klebestreifen haben, den man dann wunderbar, nachdem man das schon in der richtigen Länge zurechtgeschnitten hat, einmal abziehen kann und jetzt hier drauf verkleben. Und dann ist das Ganze soweit schon fertig. Ja, wunderbar. Sehen alles aus. Das sieht aus, als ob das alles funktioniert. Die Verdrahtung des ESP32 mit dem Realtime Clock und mit den LED-Streifen zeige ich hier in diesem Verdrahtungsplan. Man muss hier einmal beachten, dass das Ganze hier bei mir eine Buchse bekommen hat für USB-C. Das Ganze ist aber, wenn man von der Rückseite sieht, nur mit 2 Drähten verbunden. Also darauf achten, USB-C braucht eigentlich 'ne Power Delivery mindestens mit 6 Drähten. Damit das aber funktioniert, braucht man einmal, für die Stromversorgung ein Netzteil, was USB-A kann. Ja, und ich tue jetzt einfach von USB-A auf USB-C das Kabel jetzt verbinden, damit ich quasi dann diese Abfrage, „Wie viel Strom brauchst du denn?“, hier einfach übergehen kann und dementsprechend läuft es bei mir mit diesem Netzteil. Und wenn man das Netzteil einmal betrachtet, ist das quasi einmal ein USB-A-Netzteil, das hier ausreichend Ampereleistung, also das Netzteil liefert hier 4,8 Ampere, weil nämlich der Stromverbrauch von den WS2812B etwa pro LED bei 60 Milliampere liegt. Ich habe hier mal auf einer anderen Webseite schon mal so eine Formel, niedergelegt gehabt. Da kann man wunderbar sehen, wie viel LEDs verbrauchen, diese Stromstärke mit einem Puffer hinten dran, dass man letztendlich dann ausreichende Netzteile auswählt. Und, dementsprechend, müsste man jetzt hier sogar ein bisschen mehr benötigen, aber diese, Wörteruhr braucht ja insgesamt deutlich weniger, weil ja nur gefühlt 20% der LEDs am Leuchten sind. So, damit das Ganze aber auch jetzt einmal, funktioniert, muss natürlich auch ein Quellcode aufgespielt werden und da mache ich es mir diesmal einfach. Ich habe einfach von, Mirko diese Version 3 verwendet und habe sie aber nur deswegen noch mal bei mir auf der Webseite gebracht, weil ich einfach einiges an Kommentaren hinzugefügt habe. Also, wer genau wissen möchte, wie das Ganze hier funktioniert so Wegen, kann sich ja hier mal einmal durchlesen und das Ganze mit der Arduino IDE dann auf dem ESP32 wie gewohnt aufspielen. So, und jetzt wollen wir das einfach nur mal zusammenbauen.
So, sieht doch gut aus. So, jetzt, hat, der Designer quasi einen schönen Trick angewandt. Man sieht, in der Mitte steht, einmal das Wi-Fi und das leuchtet so ein bisschen auf. Und der möchte, dass wir jetzt also, wenn die Uhrzeit noch nicht stimmen würde, dass man jetzt per Smartphone jetzt eine Verbindung mit diesem Gerät aufnehmen kann, um halt die Uhrzeit einzustellen. So, das Blinken hört dann nach 1 Minute auf und ist dann so weit eingestellt, dass auch dann die interne Realtime-Clock sich diese Uhrzeit auch bei längerem Stromausfall merken kann und dass halt, wenn der Strom wieder eingeschaltet wird, direkt das Ganze dann einmal angezeigt wird. So, mal gucken, wir haben jetzt 10 nach 12. Ich denke mal so wegen, es wird langsam Zeit, dass ich mal etwas essen gehe. Und, ich freue mich wie immer, dass ihr vielleicht eventuell motiviert genug jetzt seid, das Ding mal nachzubauen. Ich auf jeden Fall freue mich wie immer, dass ihr zugeschaut habt, dass, ihr vielleicht das eine oder andere Like für mich da lasst. Und ansonsten, wir sehen uns dann spätestens in ein paar Wochen wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschau.